Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein und aus diesem Moment heraus die Entfaltung der Schöpfung, die Entfaltung deines Seins zu erlauben, zu ergründen, zu erkunden. Kommunikation ist eines der maßgeblichsten und tiefsten Ereignisse im menschlichen Sein, im irdischen Leben. Sie ist ein Geschenk, die jedem von euch gegeben ist, die jedem gegeben ist. Und sie erlaubt euch, alles zuzulassen, was zuzulassen ist, ohne euch zu zwingen, denn sie ist frei in ihrer Gestaltung. Du bist frei in deiner Gestaltung, deiner Kommunikation. Alles ist in Frieden, alles ist in Freiheit. Und so ist deine Kommunikation in Frieden und Freiheit, wenn du es ihr erlaubst. Wir bieten dir an, jede Kommunikation aus dem Herzen zu starten, denn aus dem Start deines Herzens fließt Liebe durch dich hindurch, wird Liebe transportiert, übermittelt. Und diese Liebe wird ungeachtet der Worte deinem Gegenüber übermittelt. In Stille, in Anwesenheit, in Sprache, in Abwesenheit. Ganz gleich, ob du in Stille mit deinem Gegenüber kommunizierst. Ganz gleich, ob du in physischen Worten, geformten Worten mit deinem Gegenüber kommunizierst. Ganz gleich, ob du in Präsenz mit deinem Gegenüber kommunizierst, ganz gleich, ob du in Abwesenheit deines Gegenüber kommunizierst. Die von der Liebe, deinem Zentrum, deinem Herzen der Liebe her kommunizierte Botschaft enthält die Botschaft der Liebe, enthält die Botschaft des Friedens, enthält die Botschaft der Harmonie und übermittelt somit ein liebliches Gefühl. Derjenige, der sich auf diese Frequenz einlassen kann, fühlt diese Lieblichkeit als etwas Genießenswertes. Derjenige, der sich auf diese Harmoniefrequenz, diese Lieblichkeit nicht einlassen kann, fühlt dies als Störung. Das, was du erhältst im Gegenzug zu deiner liebevollen Kommunikation, ist das, was dem anderen in dem Moment möglich ist, wofür der andere sich in dem Moment entscheidet. Es ist unabhängig von dem, was du tust, es sei denn, du stellst es in eine Abhängigkeit. Du bist frei zu wählen, in Liebe zu kommunizieren, in der Liebe zu bleiben. Du bist frei zu wählen, ganz frei. Du wählst zuhauf die Verbindung über die Frequenz des anderen. Denn du bist ja die flexible Größe, die ihre Frequenz anpassen kann. Du bist diejenige, derjenige, der sagen kann, ich komme auf deine Bank, ich setze mich zu dir, ich schaue die Welt mit deinen Augen, ich fühle die Welt mit deinem Fühlen. Du hast diese Möglichkeit. Du hast diese Möglichkeit. Du brauchst sie nicht zu nutzen. Du nutzt die Möglichkeit, die sich dir am liebsten anfühlt, am lieblichsten anfühlt, sodass dein Herz spricht. Denn was möchtest du übermitteln? Die Frequenz des anderen, die er bereits längst hat? Oder ist es doch die Frequenz des Herzens, die jeder wünscht, nach der sich jeder sehnt, zu der jeder ermutigt ist, indem er sie erlebt?
das lebendige Beispiel, das du bist, erlebt. Den Mut, den es braucht, diese Frequenz aus dem tiefsten Inneren zum Vorschein zu bringen. Diese Frequenz zuzulassen, ihr ihre Entfaltung zu erlauben. Möchtest du die Liebe kommunizieren? Lädst du den anderen in die Frequenz der Liebe ein? Setzt du dich zu dem anderen, doch bleibst in dem Ausströmen der Liebe? In der Gefahr, dass er sich einen anderen Platz sucht? Es bist nicht du, der etwas tut. Nicht du, der den anderen vertreibt oder zum Sitzenbleiben animiert. Es bist nicht du. Du bist alles, was ist. So bist du der andere wie du selbst, das Sprachrohr wie das Gesprochene. Du bist alles, was ist. Es bist nicht du, der den anderen verantwortet in seinem Bleiben oder Gehen. Du bist, was du bist. Verantwortest also den Ausdruck deines Seins. Kannst du diesen Ausdruck verantworten, bist du in Frieden. Und eines wirst und kannst du immer verantworten, denn es kommt aus dir in der vollen Entfaltung, das ist die Liebe. Die Liebe, die Liebe. Alles aus der Liebe gekommene kannst du voll verantworten, sei es das Unvorstellbarste, das sich daraus ergibt. Alles der Liebe entsprungene, bewusst in der Frequenz der Liebe Gesagte, Übermittelte, kannst du voll verantworten. Denn du kennst nicht nur seinen Ursprung, du kennst auch sein Anliegen. Der Ursprung für alles ist Liebe. Der Ursprung von allem ist Liebe. Der gewählte Ausdruck von Liebe, unabhängig von den Übermittlern, der gewählte Ausdruck der Liebe ist bewusstes Lieben. Und alles, was deinem bewussten Lieben entspringt, kannst du voll verantworten. Wir möchten dich darin bestärken, in dir zentriert zu bleiben, dein Zentrum nicht in den anderen zu verlagern, deinen Fokus nicht auf den anderen zu richten, deine Seins- und Erfahrenswelt nicht in den anderen zu verschenken, zu versenken und von dir loszulösen. Du bist alles, was ist, und so bist du auch der andere. Verlierst du jedoch dich in den anderen hinein, wird deine Welt zu der des anderen. Warum hast du dich für deinen Körper, für den Fokus der Weltsicht durch deine Augen entschieden? Weil das die vollkommene Ausdrucksform ist, die du erleben möchtest. Wechselst du also die Ausdrucksform, indem du durch andere hindurch versuchst zu fühlen, zu leben, zu wirken, erlebst du ein ständiges Auf und Ab deiner Gefühle, deiner Entfaltungswelt. Denn es ist, als würdest du 10 Arbeitsfelder gleichzeitig bedienen, 10 Fahrräder gleichzeitig fahren. Du kannst ein Fahrrad fahren und dabei große Freude haben. Du kannst auch das Gefühl haben, du müsstest sie alle fahren, alle 10 Fahrräder, damit du jedes Erlebnis korrigieren, kontrollieren, erleben kannst. Was dabei herauskommen wird, ist kein gefahrenes Fahrrad, weil jedes Fahrrad, das du fährst, bereits den Gedanken in sich trägt, wie es wäre, das andere Fahrrad zu fahren. Dass du dieses Fahrrad baldmöglichst nicht weiterfahren solltest, um das andere zu fahren, das andere und das andere. Lässt du dich ganz auf dein Gefährt ein, auf deinen Körper, auf die
Erfahrung. Und natürlich ist es nicht der Körper. Es ist die Zusammenstellung deines Ausdrucks auf der Erde, die über den Körper am dichtesten wahrgenommen wird. Lässt du dich also auf deine Seinsform auf Erden ein und lebst ganz durch sie hindurch, zentriert in ihr, ist die größte Herausforderung der Mut, des dich immer wieder neu für Liebe Entscheidens, des immer wieder den anderen in seinen Entscheidungen zu lassen. Und egal, wo du dich hinsetzt, deine Frequenz nicht dem anderen unterzuordnen. Die Entscheidung ist, setze ich mich auf die Bank. Fühlt es sich stimmig an? Nicht für den anderen, für dich. Fühlt es sich stimmig an für dich, dich auf die Bank zu setzen? Die meisten stellen sich dann, insbesondere die fühlenden, lichtvoll bewussten Menschen, setzen sich hinein in diesen anderen, der möglicherweise ungestört sein möchte auf dieser Bank, entscheiden nicht aus ihrem Inneren heraus, nicht aus der Liebe heraus, sondern aus der Rücksicht. Andere entscheiden aus dem Image. Was werden die anderen sagen, wenn ich mich zu diesem jenen setze auf dieser Bank? Du hast viele Möglichkeiten zu entscheiden, viele Motivationsfaktoren zu entscheiden. Es gibt eine Motivation, die dich nie fehlleiten wird. Und das ist die Liebe. Es gilt nichts zu erreichen, es gilt nichts zu vervollkommnen, denn alles ist vollkommen. Es gilt nichts zu hinterlassen und wir wissen, dass es eine Zeit des Wandels ist, dass es eine Zeit geben musste, in der es viel zu erreichen gab. Viel erreicht werden musste im Bewusstsein des Einzelnen, so dass der Mensch über sich hinausdenkt, dass der Mensch für die Welt handelt, größer denkt als nur für sein eigenes individuelles Feld. Doch du, der du dieses hörst, du, die du dich auf dieses einlässt, was wir durchgeben, weißt, alles ist bereits vollkommen. Es braucht nicht dein Zutun, ebenso wenig wie irgendeines anderen Menschen Zutun. Das Zutun selbst kreiert die Verwirrung. Das Entstehen aus dem Sein, das Handeln aus dem Sein, das Tun aus dem Sein ist Harmonie. Und so braucht es kein Zutun, da alles Tun, das aus der Harmonie erwächst, sich natürlich aus der Harmonie heraus ergibt, in sich die Harmonie trägt und die Harmonie bewirkt. Gehst du also für dich den Weg der Harmonie, des Friedens, der Liebe, des Seinsausdrucks und wir könnten sagen Selbstausdruck, da du alles, was bist, bist. Gehst du den Weg der Liebe, des Friedens, der Harmonie? Entscheidest du dich in jedem Moment für die Frequenz der Liebe, das Sein in Harmonie, den Ausdruck von tiefem inneren Frieden, ohne ihn ausdrücken zu müssen, denn er kommt natürlich mit dir in seinen Vorschein. Entscheidest du dich immer wieder neu für den Mut zu sein, was du bist, aus dem Herzen zu handeln. So bist du die Harmonie, die du wünschst zu sehen. So entfaltet sich um dich herum die Harmonie, die bereits überall ist. So kannst du sie sehen. Jedes Mal mehr, jedes Mal mehr, jedes Mal mehr. Denn Moment um Moment ergibt Zeit. Und Zeit ergibt Ewigkeit. Und Ewigkeit ist. Und so bist du in Harmonie, wann immer, allem, was du tust, allem, was dein Leben erfüllt, der Frequenz der Liebe und des Ausdrucks der Liebe entspringt.
Wir lieben dich, wir lieben dich, wir lieben euch. Wir sind, was du bist, was wir sind. Und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen. Alles ist in sich eins. Du erkennst dich in allem, was ist, und erlaubst dich in deinem vollen Sein. Wir lieben dich, wir lieben dich, wir lieben euch. Wir sind, was du bist, was wir sind. Und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.